Hallo zusammen, in diesem Video werde ich ein medizinisches Endoskop vorstellen. Den Link dazu werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Falls jemand Interesse hat, kann er es bestellen. Es wird in einem Hartschalen-Etui geliefert, das einem Brillenetui sehr ähnlich ist. Es wird mit einem Verschluss geschlossen und im Inneren befindet sich das Endoskop selbst. Im Lieferumfang sind Aufsätze enthalten, Aufsätze in verschiedenen Größen, mehrere Stück von jeder Art. Die Aufsätze werden nicht separat verkauft. Daher müssen Sie nach Gebrauch waschen und sterilisieren, da ich sie nicht separat zum Verkauf gesehen habe. Das heißt, das ist das gesamte Set, das mit dem Endoskop geliefert wird. Es gibt solche Plastik-Spatel unterschiedlicher Länge, es gibt welche mit Gummiaufsätzen und metallische. Diese sind. Als nächstes haben wir einen Wi-Fi-Sender. Er wird benötigt, um sich über Wi-Fi mit dem Telefon zu verbinden. Er ist weiß, die Taste zum Time einschalten. Beim Einschalten leuchtet bei uns die Anzeige auf, eine grüne Hintergrundbeleuchtung erscheint auf der Beschriftung. An der Stirnseite haben wir einen Anschluss für Micro-USB zum Laden und einen USB-Anschluss für das Endoskop. Schalten wir es vorerst aus, das Endoskop selbst besteht aus einem solchen Griff. Hier beträgt die Länge 10 cm, der Durchmesser der Spitze, wo die Kamera ist, beträgt 5,5 mm. Und wenn man die Aufsätze anbringt, wird die Dicke auch etwa 6 zu 6,5 mm betragen, zusammen mit dem Aufsatz. Die Kamera verfügt über eine LED-Beleuchtung und hier sind 6 LEDs. Die Helligkeit ist einstellbar. Hier gibt es eine solche Erweiterung am Kabel und einen Regler für die Helligkeit der Beleuchtung. Das heißt, Sie drehen, die Helligkeit erhöht sich und verringert sich. Und einen USB-Anschluss, den Sie an diesen Sender anschließen. Auch kann das Endoskop direkt an den Computer angeschlossen werden. Es gibt eine Anwendung für den Computer. Den Link dazu werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Ich weiß nicht, ob es in der Anleitung steht. Ich habe nicht nachgesehen, aber der Computer erkennt das Endoskop als Webcam. Das heißt, jede Anwendung für Kameras für Endoskope ist geeignet oder für Mikroskope. Solche Anwendungen, das heißt, sie verbinden sich auf die gleiche Weise. Und all diese Anwendungen sind geeignet. Die Kabellänge beträgt hier 1,5 Meter. Das Ladekabel ist Micro-USB. Dies ist zum Laden des Wi-Fi-Moduls, die Anleitung. Mit der Anleitung müssen wir nachsehen, welche Anwendung heruntergeladen werden muss. Hier sind alle Informationen dazu. Eigenschaften, technische Daten, eine Liste der Aufsätze. Die Anleitung ist detailliert beschrieben. Die Anleitung ist auf Englisch und die Spezifikationen. Sein Modell ist F170B, die Videoauflösung U1280x720, der Betrachtungswinkel 70 Grad, die Brennweite 2 cm, das heißt das schärfste Bild. Von der Kamera zum beobachteten Objekt beträgt 2 cm. Es ist klar, wenn es näher oder weiter entfernt ist, wird die Qualität schlechter. Wir werden es mit dem Telefon verbinden. Ich werde jetzt die App herunterladen. Dafür gehen wir in den Play Store. Hier kann man den QR-Code scannen oder einfach Wi-Fi-Check, das ist der Name der App. Ich werde es in der Suche einfach finden. Ich tippe Wi-Fi, Check ein und hier wird es uns, wir klicken auf Herunterladen, installieren. Hier läuft der Installationsprozess. Das heißt, es wiegt nicht viel, wurde schnell heruntergeladen und installiert. Es ist schon alles bereit. Wie schließt man nun das Endoskop selbst an? Wir müssen Anschluss in den Sender stecken, eingesteckt. Die Taste gedrückt halten, bis die Anzeige aufleuchtet. Die Anzeige leuchtet. Alles klar, das Endoskop ist eingeschaltet. Hier leuchtet unsere Beleuchtung und wir können die Helligkeit erhöhen, verringern. Das Endoskop ist bereits eingeschaltet. Jetzt muss man ihn zum WLAN hinzufügen. Das heißt, dieses Modul sendet WLAN aus. 83. Wir gehen in die WLAN-Einstellungen 84 und suchen 85. Dieses Endoskop drücken 86. Aktualisieren 87. Da ist er erschienen 88. Genau unter dem Namen 89. Der App Wi-Fi Check 90. Wir drücken Verbinden 91. Und das war's. Das WLAN wurde hinzugefügt. Und jetzt gehen wir einfach 93 in unsere App. Hier erlauben wir alles, 95. Und schon wird das Bild übertragen, 96, auf das Telefon. Es gibt verschiedene Einstellungen, 98, Auflösungseinstellungen, 99. Man kann Fotos machen, 100. Man kann Videos aufnehmen, 101. Gespeicherte ansehen, 102. Das Bild kann gedreht werden, 103. Das Bild, wenn man es kopfüber betrachtet, 104. Und hier richte ich 105 das Endoskop auf Buchstaben, damit die 106 Bildqualität sichtbar wird. Das heißt, im 107 Prinzip ist bei 2 cm alles 108 klar zu sehen. Dieses Endoskop kann 109 zum Beispiel von einem HNO-Arzt zur Ohrenuntersuchung verwendet werden.
wenn dort 110 Ohrenschmalzpfropfen sind. Das heißt, für diese Zwecke kann es ein Zahnarzt verwenden, um 100 Zähne zu untersuchen. Man kann es auch an anderen Stellen einführen, aber ich werde es nirgendwo 112 einführen, um die Psyche nicht zu traumatisieren. Aber an den Buchstaben zeige ich, dass es im Prinzip bei einem 13 Abstand von 2 cm seine Funktionen erfüllt. Bei einem Abstand von 1 cm 114 wird es schon etwas unscharf, aber es ist sichtbar. Bei 2 cm ist es klar zu sehen und 115. Dann fangen wir an, uns zu entfernen. Das sind schon 3 cm 4. Das heißt, im Prinzip ist es von 116, 1 cm bis 4 cm im Sichtbereich dieser Kamera. Das war's im Prinzip. Den Link 117 zu diesem Modell hinterlasse ich euch in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. 118. Tschüss.